Herzlich willkommen bei Klavierlernen mit Melanie. In dem heutigen Video zeige ich dir, wie du wunderschöne Läufe in dein Klavierspiel einbauen kannst. Ja, diese Läufe lockern das gesamte Spiel immer so ein bisschen auf und du kannst sie auch wunderbar benutzen, um kleine Fill-ins zu spielen. Schau das Video unbedingt bis zum Schluss, weil da wartet noch ein ganz toller Extra-Tipp auf dich. Fangen wir direkt an. Wir haben folgende Akkordfolge: C-Dur, a-Moll 7, F-Major 7 Sus 2 und G-Dur. Das hört sich jetzt erstmal komplizierter an, als es ist, aber keine Angst, es ist ganz einfach. In der rechten Hand spielen wir einfach einen C-Dur-Dreiklang in der zweiten Umkehrung und den spielen wir über alle Akkorde bis auf beim letzten Akkord, beim G-Dur. Da nehmen wir einfach einen ganz normalen G-Dur-Dreiklang in Grundstellung. Ja, und jetzt machen wir es einfach so, dass wir in der linken Hand jeweils die Oktaven im Bass dazu spielen. Das heißt, bei C-Dur haben wir C, bei a-Moll haben wir A, bei F-Dur haben wir F und beim G natürlich G. Zusammen klingt das dann so: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, runter aufs A, 2, 3, 4 und F, 2, 3, 4 und G-Dur. War doch gar nicht so schwer, oder? Jetzt kommen wir auch schon zu unseren schönen Läufen. Diese können wir immer einbauen, wenn wir am Ende der Akkordfolge angelangt sind. Das heißt im letzten Takt. Dazu nehmen wir die Töne F, E, C, G. F, E, C, G. Diese kannst du jetzt ruhig ein paar Mal hintereinander spielen, dass du die in die Finger bekommst. Diese 4 Töne spielen wir jetzt gleich als 16. Kette, nämlich auf der 4. Zählzeit. Das heißt, wir zählen 1, 2, 3, 4 und spielen wir das mal direkt vom letzten Takt aus von unserem G-Dur. Hier ist es jetzt so, dass wir dreimal den G-Dur-Akkord anschlagen und auf der 4 kommt dann unser Lauf. 4 und also 1, 2, 3, 4 und diese Stelle könnt ihr ruhig gesondert üben, immer einfach ein paar Mal hintereinander, dass ihr da wirklich griffsicher werdet und dass dann gleich alles schön flüssig läuft. Also ruhig in der Schleife üben. 1, 2, 3, 4 und 1. Und dann gleich nochmal. 1, 2, 3, 4 und 1. Wenn ihr euch sehr unsicher seid vom Takt her, könnt ihr auch den gesamten Takt über unser 16. Muster durchzählen. Das würde dann so gehen: 1 und 2 und 3 und 4 und 1. So wisst ihr, dass ihr automatisch im richtigen Takt seid. Jetzt machen wir mal die gesamte Folge mit dem Lauf und dann wiederholen wir die Akkordfolge noch einmal. C-Dur,
mal G, 2, 3, 4er und 1, 2, 3, 4 zum A, zum F, 1, 2, 3, 4er und 1. Jetzt kommt aber noch eine längere Variante und wir bauen gleich 2 von diesen Sechzehntelketten hintereinander ein. Dazu müssen wir dann allerdings natürlich schon auf der dritten Zählzeit starten. 2 von diesen Ketten hintereinander, also einfach 3 und 4 und. Wenn wir das jetzt wieder in unserem letzten Takt G-Dur anwenden, dann haben wir natürlich nur noch 2 mal G-Dur angeschlagen und auf der 3 geht es dann los mit unseren Läufen. Also 1, 2, 3 und 4 und 1. Ja, also 2 mal G, 3 und 4 und 1. Im Zusammenhang klingt das dann so. 1, 2, 3, 4 aufs A, dann aufs F, 1, 2, 3 und 4 und 1. Jetzt kommt aber noch die schönste Variante. Und zwar teilen wir jetzt unsere beiden Sechzehntelgruppen auf 2 Oktaven auf. Das heißt, wir beginnen mit der ersten Sechzehntelkette nicht mehr hier unten, sondern eine Oktave höher, greifen dann über mit dem kleinen Finger und gelangen so zur zweiten Sechzehntelkette. Also 3 und 4 und 1. Das könnt ihr auch immer wieder in der Schleife üben und achtet darauf, dass diese beiden Sechzehntelketten hier auch wirklich flüssig ineinander übergehen. Ihr könnt hier wirklich schon, sobald ihr hier mit dem Zeigefinger auf dem C seid, schon die Hand so ein bisschen nachziehen und spätestens hier mit dem Daumen schon nachziehen, dass ihr wirklich in die Nähe wieder von der nächsten Sechzehntelgruppe kommt. Spielen wir das gleich mal im Zusammenhang. C-Dur. Jetzt runter zum A. Und zum F. Und jetzt bereit machen. Ja, hier schon den Ton anvisieren und auf der 3 und der 4 und 1. Noch einmal im richtigen Timing. Wir fangen an ab dem letzten Takt. 1, 2, 3 und der 4 und 1, 2, 3. Ja, und das hört sich natürlich richtig schön an. Wie versprochen kommt jetzt noch der Extra-Tipp. Und zwar können wir auch schon innerhalb der Akkorde kleine Verzierungen einbauen, sodass wir einfach mehr Abwechslung beim Spielen erhalten. Das können wir erreichen, indem wir zum Beispiel bei dem C-Dur-Akkord eine Variante mit einem C-Sus2 einbauen. Das bedeutet, wir wechseln dann hin und her zwischen G, C, D, also Sus2, und dem normalen C-Dur-Akkord und machen da verschiedene Varianten draus. Zum Beispiel so. 1, 2, 3, 4 und 1. Ja, also 1, 2, 3, 4 und. Also, ich schlage die 3 hier zusammen an, 4 und wechsle dann einfach unten zur nächsten Oktave. Dann
könnte ich zum Beispiel auch sowas machen. Dazu schlage ich das G und das D gemeinsam an und dann spiele ich hier mit dem kleinen Finger und dem Mittelfinger sozusagen einmal um das D hier herum. Ja? Nochmal, also 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3. Ja, ihr seht, das ist auch so eine kleine Sechzehntelkette quasi. 4 und 1, 2, 3. Genau. Und da gibt es wirklich verschiedenste Varianten, die ihr ausprobieren könnt. Oder zum Beispiel schlagt ihr das G und das C an, ja, und spielt dann die restlichen Töne hier rauf. Also der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Und wenn dich das Thema Improvisation am Klavier interessiert, dann trag dich auf jeden Fall auch in meinen kostenlosen Minikurs ein. Den Link dazu findest du direkt unter diesem Video in der Videobeschreibung. Du kannst diese Sechzehntelketten übrigens auch schon zwischen den Akkorden einbauen. Wenn ich das jetzt mal auf die Spitze treiben würde, dann würde das Ganze so klingen. 1, 2, 3, 4 und 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 1. Das ist natürlich jetzt viel zu oft eingesetzt und dann klingt das schon fast so ein bisschen aufdringlich. Aber zum Üben ist es auf jeden Fall ganz gut, wenn man das einfach konstant mal so anwendet. Und später, wenn ihr dann schön improvisiert, dann lockert ihr das einfach wieder auf. Im Outro spiele ich dir jetzt nochmal ein paar mögliche Varianten. Du kannst dich jetzt ganz entspannt zurücklehnen und wenn dir diese Läufe auch so gut gefallen haben, dann gib mir doch gerne einen Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Also viel Spaß!